Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Voice of Cards. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise nicht ganz. Meine Kamera hat mal wieder nicht funktioniert, beziehungsweise da hat die Switch nicht ordentlich aufgenommen, beziehungsweise ist das Bild hängen geblieben. Ich habe mir bis jetzt ein Schwert gekauft, ja, jetzt ist unser Angriff bei dem Fuzzi ein bisschen gestiegen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich war kurz in der Spielehalle, dann habe ich gemerkt, dass, das Bild eben steht und bin aber wieder rausgegangen. Das heißt, das machen wir jetzt mal anders. Wird bestimmt noch ein paar Spielhallen geben. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Brauchen wir auch nichts eigentlich, gell? Will that be all? The proprietress asks. Was ich jetzt noch machen möchte, Viris Haus waren wir noch nicht. Was gibt's da so? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Riddis pores over a book while practicing on the woodland flute. She remains dreadful at it. The instant you begin speaking, she nearly leaps out of her skin and hides the book. She somehow hadn't noticed you. I thought you were the debt collectors. You can't sneak up on me like that, she stammers, struggling to regain her composure. Okay, wo geht's hier hin? Das ist ihre Mutter. Oh, wie schaut er aus? You take note of a woman who appears quite ill. As it turns out, she is none other than Riddis's mother. She is in no small amount of pain. Will you give her something to ease her suffering? The item you've proffered has no effect on her illness, but I appreciate the thought. Riddis's mother hands you mysterious card 3 as a token of her gratitude. Cool, wir haben bis jetzt noch gar keine vergessen. Oder übersehen, finde ich sehr gut. Keine Ahnung, was mit diesen Karten immer machen kann. She begins speaking of Riddis, who has been preparing the medicine that helps her get through the day. She blames her illness, and therefore herself, for making Riddis's life so difficult. The more she talks, the more her face drops. Okay, also der Mutter geht's nicht gut. Schlecht. Das ist schlecht. Dann. Been a while. It turns out this inn is simply a place where the poor lost souls trapped in the bewildering. Immer kostenlos. Wir haben jetzt, glaube ich, noch kein einziges Mal für irgendein Gasthaus gezahlt. Free of charge. Dann, auf geht's. The wooden dining table practically groans under the weight of the platters upon it, all brimming with meats and vegetables from the bewildering wood. I've certainly earned this, you say to yourself, as you slide into your seat at the table, positively drooling over the feast before you. Melanie takes no note of your boorish behavior, uttering a small prayer of thanksgiving before reaching for a plate of vegetables. Mar sits, eyes fixed on the food upon the table, statuesque in his stillness. What a good boy. Mar clears the entire table in a matter of seconds, So ein verfressenes even Viech. emptying the water barrel in a single gulp. He lets out a self-satisfied burp that sends a small jet of just drank water arcing out onto the floor. The sun sinks low, and the day draws to a close. A scream pierces the silence. Fire! You leap out of bed, adrenaline coursing through your veins. The others follow suit, and before long you've burst through the front door and into the street.
Riddis's house is ablaze, a nearby villager screams. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hin. My mother is still inside, Riddis shrieks, darting past you to fetch water from the well south of the village. Wir sind jetzt voll. Wir können nicht ins Haus. Riddis is gathering water in an attempt to fight the blaze all on her own. Mar's eyes light up. He scrambles over the edge of the well and sucks the well dry in an instant. He pokes at his swollen belly and gestures toward Riddis's house, as if to say, "Get me back there, quick." Okay. Quickly, put it out. You have to put it out, Riddis screams at Mar. Mar douses the house with the water he sucked up from the well. The fire is reduced to mere embers, and all is well. Or so you think. Something darts out from behind the house and attacks. War das ein Werwolf? Ist sowas eine 80? Okay. 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 Sollten wir wahrscheinlich nicht mit Feuer bekämpfen, denke ich mal so. Streng dich bloß an, ich schwöre mein Leben. Naja, guck mal. Jetzt macht er doch ein bisschen mehr Schaden als davor. Sehr gut. Okay. Okay, das ist gut. Ich sehe down jetzt. Außer er verkackt jetzt so richtig. Ja gut, Flammenmonster. 1000 Gold. Die wir vorher nicht gekriegt haben. Okay, eine neue Stufe. Erlittener Wind- und Blitzschaden wird okay. Oh, ein Skill ist das, okay. Gut. Der andere kann immer noch überhaupt nichts. The fiery beast dispatched, you return to putting out the last of the blaze with Mar's help. Riddis's mother, now safe, tells you the creature came out of nowhere and set the house aflame. What would bring a creature of fire to a place like this, you wonder? Kein Drache. Das Thema hat es auf uns angesetzt, ja? Light breaks on a new day, and the commotion of the fire feels but a nightmare. You lead your party to Riddis's house to ask for safe passage out of the bewildering wood.
Okay. Ja. Though spared from complete collapse, Rittis's home has been thoroughly scorched. Kommen wir erstmal nach der Mutti. Rittis's mother tells you she was once deceived by a crooked merchant and plunged into debt. Rittis has been working to repay the debt ever since her mother took ill. You lightly press your thumb and forefinger to the corner of each eye, a mixture of sadness and anger swirling within you. No. Viris Mutter. Ich glaube, wir sollten das doch einmal gleich machen. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Die Ausschnittseite? Nein. Viris Mutter wohnt im Walddorf. Entweder zieht sie das Unglück magisch an oder sie lässt sich zu leicht über den Tisch ziehen. Jedenfalls musste sie schon viel Leid auf sich nehmen. Sie lässt sich von ihrem Pech nicht entmutigen, da sie all die Jahre über gelernt hat, Betrug gegenüber abzustumpfen. Hatte der auch eine Rückseite? Er behauptet stets, dass er zum Wohl seiner Tochter Monsterforschung betreibe, doch die hat noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Okay. Rittis sits alone in one of its rooms, the air thick with the smell of char. There shouldn't be any fire creatures for miles, she grumbles. She says the monster appeared while she was playing the woodland flute last night. As to why any monsters, let alone fire monsters, appeared, well... Despite the circumstances, you ask Rittis to lead you out of the bewildering wood as promised. I did promise that, didn't I? She says wearily, rising from her seat. The poor girl is clearly still in shock. Why do you want to venture out beyond the bewildering wood anyway? She inquires, as she gathers this and that in preparation to leave. Die Wahrheit. We are in search of the dragon, you say valiantly, adding, the reward will be significant should we defeat him. Honesty is the best policy. Sounds like a real risky way to make a living, she replies flatly, feigning interest. Die ist sympathisch, oder? A group of Ivory Order people came through here just the other day, she explains. You connect the dots with malice. Those three, you seethe. At last, Rittis is ready to depart for the edge of the bewildering wood. Okay. Cool. Das heißt, da kommt jetzt doch mal ein Stück Wald, oder wie? Am Kampf können maximal 3 Charaktere teilnehmen. Unter Gruppe im Formationsmenü kannst du auswählen, welche Charaktere am Kampf teilnehmen sollen. Der andere kann mal chillen. Der ist eh nicht so gut. Oder nee. Wir gönnen Marine Pause. Ja, so ist gut. So ist gut. Okay, durchquere vom Osten des Walddorfs aus den Irrwald. Okay, jetzt kann wahrscheinlich nochmal Wald. Ja, möchte ich verlassen. This road takes you to the east side of the bewildering wood, but you'd be hard-pressed to find your way without a woodlander's help, the guard warns. Upon seeing that Rittis is with you, he steps aside and lets you through. Ja, wir möchten in die Irrwaldpassage. The eastern portion of the woods certainly does not want for thick, soupy fog.
Okay, wir sehen wieder weniger. Das hat uns aber nicht aufgehalten. Aha. Nein, ich weiß, wer jetzt kommt. You turn away, ready to lead the party deeper into the Party? bewildering wood. Ah, nee. Wait just a moment, you lot, calls the voice of an older man from somewhere behind you. Riddis appears to be familiar with him. She calls him Mr. O. Here you are, young lady, he says, handing her a slip of paper. Oh dear. Further, Mr. O explains, Riddis did not have a fire insurance policy at the time of the conflagration, and so she shall have to pay in full. I'll thank you kindly to pay by the end of the month. No. Mr. O said, hee. Riddis lets out a bemused chuckle, her demeanor remarkably calm for what has just transpired. She pulls the woodland flute from her cloak and begins softly playing. Riddis's ear-splitting performance, shall we say, draws monsters out from behind the trees. Within moments, they are nearly upon you. Oh, okay, cool. Oh, das ist aber cool. Cool. Der müsste jetzt einen Flächenschaden können. Dann wäre das perfekt gewesen. Oh, meine Nase juckt. Der kriegt immer noch OP, dann... Ah, okay. Der kriegt OP? That's odd. I must have made a mistake, Riddis says, burying her face in her old book once more. Ja. She opens the book to a particular page and thrusts it in your face. You can't tell anyone in the village I let you see this, okay? It's a page of sheet music with a note scrawled beside it that reads, "Play this lucky tune to reverse your financial fortunes and make money woes a thing of the past." No matter how many times I played this last night, our debt never went down, she fumes, incensed. You inspect the page a bit more carefully. Off in a corner, in letters so small as to be illegible, another message reads, "May summon monsters if played incorrectly." You finally see that so long as Riddis holds the flute, this is nothing more than a monster conjuring melody. You snatch the woodland flute from her hands. You have lost your flute-playing privileges, you inform her. But I'll never escape from this mountain of debt without it, she cries, clearly still believing in the melody of fortune. Melanie quietly opines that while Riddis is many things, bright is not one. Nein, sag doch sowas nicht. Ja. Immer noch im Wald müssen wir. Ein Feind greift mich an. Ja, sehr gut. Na, Gott sei Dank. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Verursacht Dunkelschaden. Bewirkt bei einer Augenzahlabwehr Gift. Oh ja, bei so vielen Viechern. Na, schau her.
Der kann von selbst ein bisschen runterdotten. Der war schlecht. Oh, 30. Nice work. Alles klar. Nein. Ach so, nee. Hä, was war das? Das hat gerade voll geshootet. Sehr gut. Sehr gut. Okay, meine Lieben, dann beende ich diese Folge an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, ihr hattet wie immer Spaß. Oh, das machen wir noch. Ich hoffe, ihr habt wie immer Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne liken, gerne kommentieren, alles, was ihr möchtet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.